Sag mal, was sind eigentlich deine Ziele und Wünsche für die Reise? Also ich freue mich auf das allererste Ramen. Ich möchte unbedingt das Meer sehen und darin baden, super viel Sushi essen, Stempel sammeln, das erste Mal links fahren, den Fuji sehen. Bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein starten wir in unseren Herbsturlaub. Wir wollen heute zuerst die moderne Seite Tokios erkunden, aber nicht ohne uns vorher ein Kombini-Frühstück zu gönnen. 7-Eleven Hall. Mhm. Ja? Lecker. Egg Salad. Next. Reis. Reis. Das Teamlabs Borderless ist eine digitale Ausstellung mit Lichtinstallationen und sogar Düften. Primär wird sie allerdings dafür genutzt, neue Instagram-Fotos aufzunehmen. Wir sind aber nicht nur zum Spaß hier, denn wir haben eine Mission. Wir müssen unseren Führerschein übersetzen lassen. Und während wir warten, genießen wir unser erstes köstliches Sushi. Und auch der erste von vielen Stempeln findet den Weg in mein Sammelheft. Willkommen in Akihabara, Davids Lieblingsort. Ein Paradies für Manga- und Anime-Fans. Es ist bunt, voll und an jeder Ecke gibt es Spielfiguren, Sammelkarten, Maid-Cafés und Spielhallen. Und ich gebe zu, nicht nur David hat Spaß daran. Übrigens, diese Gacha-Maschinen gibt es überall in Japan. Man kann dort für 100 bis 500 Yen so einiges an Plastikmüll ergattern. In Asakusa sehen wir Tokios ältesten Tempel. Kleiner Tipp am Rande: Am Abend kann man viele Tempel mit etwas weniger Menschenandrang erleben. Inmitten der absolut chaotischen Großstadt bietet uns der Meiji-Schrein einen kleinen Zufluchtsort. Er befindet sich in einem dichten Wald und wurde 1920 zu Ehren des Kaisers Meiji gebaut. Gläubige reisen zu diesem Tempel, um für Glück in einer Prüfung, die Geburt eines gesunden Kindes oder die Genesung eines Angehörigen zu beten. Und auch an wichtigen Feiertagen werden die Tempel besucht.
Zurück in der Realität fanden wir uns am berühmten Shibuya Crossing wieder. Einer der verkehrsreichsten Überwege der Welt. Ein Sinnbild Tokios. Persönlich war mir in diesem Viertel allerdings etwas zu viel los. Der Hunger nach Meeresfrüchten treibt uns zum Tsukiji Outer Market, einst einer der größten Fischmärkte der Welt, mittlerweile eher eine Touristenattraktion. Nachdem wir Babytintenfische, Unagi, also Süßwasseraal mit Teriyaki-Soße und sogar Austern probiert hatten, muss ich abschließend sagen, die Preise waren extrem hoch und die Qualität mittelmäßig. Dafür gibt es von mir nur eine 4 von 10. Einmal Shinkansen fahren. Eigentlich ist es auch nur ein Fernstreckenschnellzug, wie ein ICE. Allerdings sind die Sitze bequemer, geräumiger, es ist wunderbar still und am allerwichtigsten, sie sind pünktlich und schnell an ihrem Ziel. Wir fahren nach Shizuoka, eigentlich um den Fuji zu sehen, doch der bleibt uns heute leider verborgen. Shizuoka ist als Teehauptstadt Japans bekannt. Hier wird ein Drittel des gesamten japanischen grünen Tees angebaut. In diesem Sinne besuchen wir einen traditionellen Garten mitsamt Teehaus. Hier wird wirklich alles mit Matcha gemacht, auch Matcha-Eiscreme. Und dann finden wir den Tempel, auf den wir gewartet haben. Die Göttin Inari, Davids Spirit Animal. Mighty Soul of Sustenance. Das ist mein Schrein. In Nagoya wartet dann unser nächstes Gefährt auf uns, ein Mietwagen, mit dem wir uns auf der linken Straßenseite weiter ins Landesinnere wagen. Wir sind unverblümt alle überholen mich, weil ich 20 km/h zu schnell fahre. Du lahme Schnecke! Arschloch. In Magome schlafen wir zum ersten Mal in einem traditionellen japanischen Zimmer und auf Futonbetten. Ich möchte nicht lügen, aber das war wahrscheinlich die allerschlimmste, schlechteste Nacht unserer Reise, aber dafür auch der allerschönste Morgen.
Shinakasen-Route, einst eine der 5 Hauptstraßen des feudalen Japans, verband Kyoto mit Edo, dem heutigen Tokio. Wir fühlen uns ein bisschen wie im Schwarzwald. Und trotz der lauernden Gefahren begeben wir uns auf den Weg nach Tsumago. Bei 30 Grad und ca. 100% Luftfeuchtigkeit war das kein leichtes Unterfangen. Früher waren diese Städte Rastplätze für Reisende mit Gast- und Teehäusern sowie Geschäften. Um unsere geschundenen Muskeln im heißen Quellwasser etwas aufzulockern, war unser nächstes Ziel ein luxuriöses Ryokan mit Onsen, eine Hochzeitsreise würdig. Normal. Habe ich eigentlich erwähnt, dass wir einen eigenen Onsen im Zimmer hatten? Zu so einem Aufenthalt gehört auch köstliches Essen. Saisonale Zutaten, kunstvoll angerichtet, von frischem Sashimi bis hin zu zartem Wagyu-Rind. Ein Träumchen. In Kamikochi kann man ein wunderbares Bergpanorama der japanischen Alpen bewundern. Unser Ausflug fällt jedoch ein bisschen ins Wasser. Eigentlich sollte es nämlich so aussehen. Durchnässt und halb erfroren von unserer Moorwanderung eilen wir zurück ins Ryokan. Denn es gibt nichts Besseres, als sich in einem Onsen aufzuwärmen. Aber was ist das eigentlich, ein Onsen? Es handelt sich um traditionelle, öffentliche oder private Thermalbäder. Gespeist werden sie aus vulkanisch erhitztem Wasser. Wichtig, vor dem Baden gründlich waschen, Badeanzüge sind nicht erlaubt. Und Entspannung ist das A und O. Ein besonderer Anlass lockt uns an unser nächstes Reiseziel. Erneut finden wir uns in einem uralten Ryokan wieder. Ding dong. Mein Highlight, der ebenso alte Besitzer, der uns so nett mit grünem Tee empfangen hat und uns jeden Abend eine gute Nacht gewünscht hat. Takayama ist eine sehr gut erhaltene alte Stadt. Wir essen Sushi, besuchen ein altes Rathaus und das Retro-Museum. Aber auch die Tempel der Stadt haben es in sich. Wir haben einen angeblich 1200 Jahre alten Ginkgo-Baum gesehen. Doch warum sind wir wirklich hier? In Takayama findet jedes Jahr das berühmte Shinto Hachiman Matsuri statt oder auch Herbstfest genannt. Dabei werden etliche religiöse Rituale im und um den Tempel herum vollzogen. Anti-Touristen-Demo.
Am Abend werden dann diese Festwagen mitsamt Gottheiten aus dem Schrein in einer Prozession durch die gesamte Stadt befördert. Und was wäre ein Fest ohne etwas Leckeres zu essen? Nach unserem letzten ausgiebigen Frühstück verabschiedeten wir uns von unserem kleinen Katzenfreund und machten uns auf den Weg nach Shirakawa-go. Die traditionellen Gasho-Zukuri-Häuser werden aufwendig per Hand mit Stroh gedeckt, eine Aufgabe, für die das ganze Dorf zusammenkommt. In Kanazawa erwartet uns ein straffes Programm. Wir haben nur 7 Stunden Zeit, bevor unser Zug geht. Der Morgen beginnt mit einem Frühstück auf dem Omicho-Markt, bekannt für sein frisches Sushi. Danach geht es zum Oyama-Schrein, einem Bauwerk, das westliche und japanische Architektur vereint. Wie ich finde, sieht man der Stadt ihren Reichtum an. Sie ist sehr gepflegt und es gibt viele wunderschöne Anlagen, so auch das Kanazawa-Schloss. Einst diente es als Residenz der Maeda-Familie, einer der mächtigsten Samurai-Clans der Edo-Zeit. Der angeschlossene Kenrokuen-Garten ist einer der 3 berühmtesten Gärten in ganz Japan. Zum Abschluss besuchen wir das Ninja-Museum. David möchte Shuriken werfen. Zugegeben, sein Talent bleibt ausbaufähig und so müssen wir die Stadt so schnell wie möglich verlassen. Mit über 1600 buddhistischen Tempeln und 400 Shinto-Schreinen ist Kyoto ein spirituelles Zentrum, das Besucher aus aller Welt anzieht. Und das merkt man auch. Bereits der Weg zum Fushimi Inari Taisha ist gesäumt mit Touristen. Und auch am Heiligen Berg selber ändert sich daran nichts. Die Tore werden übrigens von Geschäftsleuten gespendet, die sich dadurch Glück und Erfolg erhoffen. Die Atmosphäre in Kyoto ist wesentlich entspannter als in Tokio. Es ist irgendwie stressfrei. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr junge Leute und viel coolere Läden. Da wir UNESCO-Weltkulturerben sammeln, darf Kiyomizu-dera auch nicht fehlen. Der Tempel des reinen Wassers. Hauptattraktion ist ohne Zweifel die hölzerne Terrasse, die ganz ohne Nägel gebaut wurde. Um
Um ehrlich zu sein, haben wir aber erstmal genug von den Tempeln und deshalb suchen wir uns eine andere Beschäftigung. Hier mal ein kleiner Geschmack aus den vielen, vielen Game Centers, die es überall in Japan gibt. Und wer glaubt, es ginge nicht noch besser, der liegt komplett falsch. Warum nicht Sushi und Spiele verbinden? Muss doch jetzt mal was kommen, du hast doch höhere Chancen. Das sieht doch sehr gut aus. Was auch immer passiert. Oh. Ist gewonnen. Oh mein Gott, das ist der Typ von One Piece, der Vogel. Nach dem Essen verschlägt es uns noch in eine Bar und es war ein wirklich unvergesslicher Abend. Paparazzi. Also die nächste Mal mal gefangen in Norwegen, ey. Norwegen, ich kann nichts sehen auf meinem Handy. Hier mal ein paar Fun Facts zum Schloss in Osaka. Fertiggestellt wurde es in 1597 und ist somit 428 Jahre alt. Verbaut wurden teilweise riesige Steine. Der größte davon wiegt alleine 130 Tonnen. Der ist schon. Shinsekai bedeutet neue Welt. Das einzigartige Viertel ist inspiriert von Paris und New York der frühen 1900er Jahre. Es ist wunderbar retro und wirkt wie ein Vergnügungspark. Auf der Durchreise machen wir Stopp in Himeji. Und natürlich sammle ich auch hier Beweise für ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe, das wir gesehen haben. Während viele Burgen Japans im Laufe der Jahrhunderte durch Kriege, Feuer oder Naturkatastrophen zerstört wurden, hat Himeji-cho diese Ereignisse seit seiner Fertigstellung im Jahr 1609 unbeschadet überstanden. Oh Gott, oh Gott. Nam, 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 nam. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn die 53. Tür aufgeht. Oh scheiße, das ist nicht das, was ich Nice. wollte. Oh Gott. Die Ohren.
Willkommen in Onomichi, einer meiner Lieblingsstädte unserer Reise. Heute begebe ich mich alleine auf den Weg durch die verwinkelten Gassen dieses verschlafenen Städtchens. Zugegebenermaßen bei einer Bullenhitze. Auffällig sind die vielen verlassenen Geschäfte und heruntergekommenen Häuser. Vor allem außerhalb der großen Städte ist der wirtschaftliche und demografische Rückgang Japans deutlich sichtbar. Es war einmal ein frisch vermähltes Paar, das sich auf eine Reise durch das Land der aufgehenden Sonne begab. Ihr Weg führte sie auf die sagenumwobene Shimanami-Kaido. Krass. Können wir darüber? Ich glaube, ja. Eine Kette aus schwebenden Brücken und kleinen smaragdgrünen Inseln, die wie Juwelen im Seto-Binnenmeer verstreut lagen. Mit ihren treuen Gefährten, den Fahrrädern, begaben sie sich auf den Weg. Die Strecke war ein Prüfstein für ihre Ausdauer. Ihre Beine brannten und ihre Sättel fühlten sich bald an wie Dornenkissen. Sie fanden eine verborgene Bucht und mit einem Sprung ins kühle Nass wusch das Meer ihre Erschöpfung hinweg. In einer kleinen Taverne, wo ihnen dampfendes Okonomiyaki aufgetragen wurde, eine Mahlzeit so herzhaft und köstlich, kamen sie wieder zu Kräften. Der Himmel färbte sich golden, als die Sonne langsam im Meer versank. Gerade rechtzeitig zum Check-in erreichten sie ihr Ziel. Belohnt wurden sie mit einem Sonnenuntergang wie aus dem Märchen. Im frühen Morgengrauen mussten die Helden feststellen, dass ihnen das Wetter heute nicht wohlgesonnen war. Wohl aber die Göttin Inari. Das rückwärts abspiele, dann sieht es aus, als würde der Bus herausfahren. Unsere Pechsträhne endet aber leider nicht mit Abgabe unserer Fahrräder. Aufgrund persönlicher Fehlleistungen müssen wir einen klitzekleinen Umweg von ca. 300 Kilometern quer über die gesamte Insel machen, um den letzten verfügbaren Mietwagen in ganz Shikoku zu ergattern. 2 Fleischspieße und eine lange Autofahrt später sind wir endlich wieder auf Kurs. Auf Shikoku erleben wir die Ruhe, fernab der großen Städte. Die Insel ist bekannt für ihre unberührten Strände, dichten Wälder und idyllischen Flüsse. Also genau, was wir brauchen.
Wir sehen keine anderen Touristen, die Strände sind wie leergefegt, als hätten wir die gesamte Insel nur für uns alleine. Auch wenn das Wetter sehr wechselhaft ist, machen wir jetzt erstmal richtig Urlaub und beginnen mit einer Kajakfahrt auf dem Shimanto River. Bei Regen gehen wir einfach shoppen oder ins Kino. Zeig mal deinen Tisch, Schatz. Unsere Reise naht sich langsam dem Ende, aber noch haben wir ein paar Tage. Also machen wir das Beste draus und besuchen in Kochi Katsurahama Beach. Ein wirklich traumhaft schöner Strand, der leider ganz und gar nicht zum Baden geeignet ist, an dem wir aber dennoch einige Stunden entspannen können. Siehst hübsch aus, Schatzi. Und auch der Botanische Garten ist nicht von schlechten Eltern. Das Nachtleben von Kochi hat einiges zu bieten. Wir können uns aber nicht für eine Bar entscheiden und so landen wir in einem klassischen Karaoke-Center. Ein letztes Mal zieht es uns in die Stadt. Mitbringsel kaufen. Oder versuchen sie zu erspielen. Fast ohne Umwege finden wir uns also in Tokio wieder, da wo alles begonnen hat.
Nur diesmal erleben wir die Stadt mit anderen Augen. Mit 4 Wochen voller Erlebnisse und wundervollen Erinnerungen im Gepäck schlürfen wir lautstark eine weitere Schüssel Tonkotsu Ramen und setzen den letzten Haken auf unserer Liste. Arigatou Nihon. 素晴らしかったです。また来ます。